Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Lenovo ThinkPad und zwar ein T470S und ich zeige euch auch gleich, wie ihr an die genaue Modellnummer herankommt. Aber zuallererst trennen wir mal das Laptop vom Ladekabel. Die genaue Modellbezeichnung finden wir bei diesem Gerät auf dem Rahmen direkt hier vorne. Und mit dieser Nummer findet ihr auch auf unserer Shop-Seite sehr einfach die Ersatzteile. Generell kann man noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Man muss dafür nur den Frontrahmen abnehmen und kann das Display dann tauschen. Bei der Tastatur ist es hier so, dass man die von oben tauschen kann. Man muss dafür den Rahmen, der so um die Tastatur herumläuft, so ein bisschen nach oben hebeln. Und dann sind kleine Schrauben unten drunter, die man lösen kann. Und danach kann man die Tastatur nach oben aus dem Gehäuse nehmen. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und zu beachten ist hierbei, dass die Schrauben im Gehäuse bleiben, wie man hier ganz gut sehen kann. Die werden also nur gelockert und kommen nicht ganz raus. Zum Öffnen habe ich hier ein Universalwerkzeugset benutzt. Da sind alle gängigen Schrauben und auch Aufsätze mit dabei, sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher und zwar ein PH0. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man die Trennlinie ganz gut sehen. Und auch hier erkennt man ziemlich gut, wo die Verbindungslinie zwischen Gehäuse und Gehäuseunterseite verläuft. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und hier ist es so, dass die Unterseite vorne in das Gehäuse eingehängt ist. Das heißt, man sollte auf jeden Fall auf der Rückseite beginnen mit dem Öffnen, dass man da nichts abbricht. Ich versuche dann in die Lücke zu kommen zwischen Unterseite und Gehäuse und mit ein bisschen Hebeln und hin und her rutschen das zu lösen. Das knackt und knirscht immer mal so ein bisschen, das ist aber normal, da macht man nichts kaputt, also keine Angst. Und ja, nach einer kurzen Zeit kann man meistens dann schon mit den Fingern drunter greifen und das mit Wippen und Wackeln dann einfach abziehen. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und in diesem Fall ist es so, dass das Gerät sogar zwei Akkus hat und beide sind auch direkt mit dem Stecker auf dem Mainboard befestigt. Die sind hier unter einem kleinen Klebeband, das kann man einfach nach oben hin abziehen oder einfach ein bisschen lockern. Danach muss man nur die Schrauben lösen, die ich euch hier im Bild auch einblende. Und ja, danach kann man den Akku einfach nach oben oder die Akkus nach oben aus dem Gehäuse nehmen, vom Stecker abziehen und eben auch gegebenenfalls tauschen. Das Ganze machen wir mit dem zweiten natürlich genauso. Und schon hat man das. Gut, was können wir hier noch sehen? Wir sehen hier den RAM-Riegel.
Direkt daneben ist die SSD. Da sehen wir den Lüfter und den Heatsink, der die CPU kühlt. Hier drüben ist das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Und hier unten drunter ist das LTE-Modul, wenn eins verbaut ist. Und das ist übrigens noch der Anschluss für die Docking Station. Unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Das lässt sich in dem Fall auch einzeln lösen. Dafür muss man nur diese Schrauben hier rausnehmen. Danach muss man noch das Kabel trennen. Das ist in dem Fall unter so einem kleinen Klebeband versteckt, das man einfach abtrennen kann. Und das ist hier mit einem Kippschalter verbunden. Den klappt man zuerst nach oben, nicht einfach dran ziehen. Und dann kann man das Kabel aus dem Stecker ziehen. Beim Wiederverbinden nur darauf achten, dass das Kabel wieder richtig drin sitzt, bis zu dieser Linie, die man hier sehen kann. Bis dahin einfach wieder reinstecken, was manchmal ein bisschen friemelig sein kann. Dann den Stecker einfach wieder zuklappen. Um den RAM-Riegel, der hier ist, auszutauschen, muss man eigentlich nur diese beiden Klammern an der Seite so ein bisschen nach außen schieben. Dann springt er einem förmlich entgegen. Man kann den dann einfach rausnehmen und austauschen. Beim Wiedereinbau steckt man den einfach genauso wieder rein und drückt den nach unten, bis die Klammern wieder einrasten. So, hier sehen wir die SSD. Und um die auszutauschen, muss man nur diese Schraube hier lösen. Und danach kann man die SSD einfach ein bisschen nach oben hebeln und aus dem Stecker ziehen. Der Einbau ist genauso einfach. Man steckt die SSD wieder in den Slot, drückt sie leicht nach unten und dann kann man die wieder verschrauben. Den Lüfter kann man bei diesem Modell nur zusammen mit dem Heatsink tauschen. Dafür muss man diese 4 Schrauben hier am Heatsink selber lösen. Und dann noch das Kabel vom Lüfter trennen. Und da die Kabel da so dünn sind, würde ich da nicht dran ziehen, sondern eher versuchen, den Stecker direkt zu greifen und rauszuziehen. Da kann man den seitlich greifen und dann mit ein bisschen Rütteln hin und her bewegen, dann rausziehen. Sollte man übrigens mal nicht wissen, wie rum der Stecker reinkommt, die Kontakte, die man hier ganz gut sehen kann, zeigen in dem Fall beim Wiederverbinden nach unten. Dann kann man den Lüfter als Einheit mit dem Heatsink zusammen aus dem Gehäuse nehmen und umgekehrt wieder einbauen. Die Akkus wieder einzubauen ist super einfach. Die haben so kleine Ausbuchtungen. Da werden die einfach reingesteckt und dann passen die exakt genau drauf. Kann man dann ein bisschen auf den Stecker drauf drücken, auch das Klebeband wieder ein bisschen drüber machen, weil dem unteren genau das gleiche Spiel. Auch hier passt genau, einfach einsetzen, unten ein bisschen einhängen, dann wieder auf den Stecker drauf drücken. Da einfach nur schauen, dass der richtig sitzt und richtig drauf gedrückt ist. Und danach muss man den nur noch verschrauben und hat das ratzfatz erledigt. Wie beim Öffnen schon erwähnt, ist die Gehäuseunterseite vorne eingehängt. Und das sollte man jetzt beim Wiederverbinden genauso machen. Also erst unten einhängen und da auch direkt schon drauf schauen, dass da keine Lücke entsteht, sondern dass das richtig sitzt. Und danach kann man die einfach fest, ruhig überall drauf drücken. Man hört das immer ganz gut, wenn alles wieder einrastet. Ich gehe am Ende auch einmal um das Gerät herum. Und ja, dann muss man das nur noch verschrauben. Und so schnell ging das. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.